Das ist Laura Schelchli. Laura lebt für gutes Essen und ihre Leidenschaft sind Geschichten der Leute, die genau das Essen jeden Tag machen. So kommt es, dass wir jetzt mit ihr in der ganzen Schweiz unterwegs sind, um die spannendsten von diesen Persönlichkeiten zu treffen und etwas von ihnen zu lernen. In dem Fall vom Fabian Zbinden. Der ehemalige drittplatzierte Schweizer Jojo-Meister hat sich nach seiner Kochlehre vom Gourmet-Restaurant in der Schweiz bis ins Nobel-Restaurant Nobu in Malibu geschafft. Dort hat er dann hauptsächlich für Menschen gekocht, die sich das auch leisten können. Nach den Staaten hat der Fabu seine Begeisterung für ehrliche, einfache Produkte wieder entdeckt und so ist es dann auch dazu gekommen, dass er jetzt sein eigenes Ding macht. Wieder zurück in seiner Heimat Bern verkauft er täglich seinen frischen Eintopf oder wie er sagt, Super. mit seinem Foodtruck und nennt sich selber La Ribolita habe ich im Winter vor 2 Jahren gestartet. Ja, ich habe mich entschieden, eine komplette Mahlzeit zu machen aus einem Topf. Außerdem ist die Schüssel auch ein Teil des Rezepts. Das Bread. Das ist Rauchmehl und Halbweissmehl. Der wird am Morgen früh gemacht. Und rund 24 Stunden später wird der nachher verarbeitet. Das ist jetzt für morgen, hä? Ja. Das ist nicht so einfach, gell? Ja, das ist schon ein bisschen eine Challenge, aber es ist ja schön, dass nicht alle alles können. Ja. Was er kann, ist unter anderem genau zu wissen, was er will und wie man es macht. Darum hat er für die Leute, wo das Brot zu viel ist oder für Takeaway, auch eigene Schüsseln. Becher und Löffel, die ich habe, sind ja biologisch abbaubar. Sprich, ich nehme sie im Köder mit und idealerweise bringe ich sie zur Abfallstelle, wo sie Biogas daraus machen. Und dann sind wir wieder voll drin. Super. Eintopfgericht. Hannibal ist gekommen, das ist mein Praktikant. Hannibal, willst du Salat machen? Bis hier, schau. Das kommt dann hier rein für Bouillon. Wir tun das Gemüse eigentlich nie schälen, halt vitamintechnisch. Das ist schon so klassische Suppenbasis. Das hier? Ja, absolut. Also, das ist ein Chili-Topf und das ist ein Gemüsetopf. Ja. Also ich meine, er schafft ruhig schnell und er sieht, wenn die Gewürze so runtersickern, wenn er es rein tut. Das ist ganz komisch, aber anhand von dem kann ich dir sagen, wie viel das ich drin tue. Ja, er hat nie mit Esslöffel geschafft. Also er schafft nicht Salz, oder? Er hat so das Gefühl. Das ist halt schön an diesem Beruf. Dass man so ein bisschen das Ganze spüren kann, weißt, was man macht. Darf man nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Schmaler Grad mit dem Pfeffer. Jetzt sind auch meine Geheimnisse. Das ist wichtig. Dann können die Leute anfangen, geile Suppe in die Hause zu machen. Ich kann auch meinen Laden zutun. Nein. Mit einem Chili und einem vegetarischen Eintopf, einem umgebauten Posti und einem Stirnband macht er das Mittagsgeschäft dort, wo wir ihn das machen lassen. Foodtruck-Business zu Bern ist eigentlich so, hat eigentlich genug Platz für alle, aber es darf nur auf Privatgrundstücken halt. Hallo. Hey. Hilfe ich dir? Du kannst einfach, ja. Was mache ich? Einkassieren, Suppe. Ich sage immer Suppe. Es ist super, Suppe oder Eintopf. Ja, du machst es gut. Zuerst müssen wir noch schnell ein obligatorisches Selfie machen. 100% Rindhackfleisch, alles Schweizer Produkt aus der Region. Geil, oder? Zweimal das. Dann ein bisschen gemischt, ein bisschen Gemüse. Ich tue es immer mischen. So. Ja, das ist gut. Gut, gell? Also er hat eine vegetarische und eine mit Fleisch, aber das, was er eigentlich allen verkauft, ist eigentlich halbe. Wenn jemand nicht Koriander will, dann hat er das Gefühl, ihm fehlt etwas im Bild oder in der Komposition. Wenn ich etwas zusammenbastle und irgendwie das so ein Produkt geht am Schluss, weiss ich ja schon, wie das schmeckt. Das habe ich schon in meinem Kopf. Und jemand anderem das dann noch irgendwie überzubringen, das ist immer so eine Challenge. Aber einfach Koriander haben viele Leute leider nicht so gern. Ja, es gibt Leute, die haben Angst vor dem Koriander. Und so im Chili ist es eigentlich eben noch recht gut. Ja, ich probiere ihn auszureden, dass das Poulet von Thailand nicht ganz so fein ist wie mein Rindsfleisch aus der Schweiz. Hast du Hunger? Er ist nicht ein Pushy-Verkäufer, aber er macht es sehr gerne. Das merkst du auch. Also ihm ist der Kundenkontakt so wichtig. Ja, fein. Salut zusammen. So. Hallo, Fisch. Hallo zusammen. Hallo. Was machen wir für euch? Du kannst schon nächstes Mal 2 Franken bringen. Ja, das mache ich noch gerne, dann weiss ich, dass sie wieder kommen. Echt der andere? Nein, das ist ja nicht da. Ich habe gefragt, ob er dann mal so Kärtchen macht, Stempelkärtchen. Da hat er gesagt, nein. Das sind einfach die Leute, die viel kommen, die bekommen einfach eine Umarmung von ihm. Ich bin auch überzeugt, dass man Gastronomie auch
auf eine Art stressfrei arbeiten kann. Nach dem Mittag abwaschen, Reste verwerten, Büroarbeit erledigen oder einfach entspannen. Ich probiere mich auf den Moment zu konzentrieren. Und der Moment zentriert sich eigentlich hier auf den Ball. Das hat etwas Meditatives für mich, ist ein Ausgleich zu meinem Alltag. Sehr entspannt eigentlich. Ja. Shit, Mann, ich will das auch können. Oh ja, scheiße. Das nächste Mal übe ich vorher. Und du machst so, Ja, aus der Hüfte. Ja. Kann ich halt nicht kaputt machen, oder? Wie den Ball zu brechen. Ah, nicht! Ich habe das direkt gebrochen. Ich bin nervös. Das nächste Mal gehe ich mit ihm gut Tennis spielen. Das kann ich besser. Etwas essen, etwas trinken. Zero Food Waste ist ein grosses Thema und auch Teil des Konzepts. Und die Lösung dafür ist ganz einfach: Essen. Hat er Hunger überhaupt? Ja. Sie sind am Essen und sie sind am Geniessen. Und gewisse konzentrieren sich vielleicht auf das. Gewisse Leute tun einfach wie den Moment geniessen. Aber wenn du aufhörst beim Reden, und wir hatten so einen Moment, wo einfach alle ruhig waren am Tisch. Und das ist eigentlich in meinen Augen das schönste Kompliment, das man einem Koch machen kann. Wenn ich etwas mache, also Food für Leute allgemein, oder ja, es ist schon ein grosser Teil auch von meinem persönlichen Leben. Ich probiere mich auch selber gesund zu ernähren, ich probiere persönlich Rücksicht zu nehmen auf die Produkte, die ich zu mir nehme. Ja, das geht zurück, um einfach den Körper zu spüren. Ich meine, ja,